10 bis 13% des weltweiten Kohlendioxidausstoßes pro Jahr stammen allein aus der Zementproduktion. Das ist unheimlich viel. Pro Tonne hergestellten Zement entstehen ca. 800 bis 1000 Kilogramm, also fast eine Tonne CO2. Und damit hat natürlich die Zementherstellung einen signifikanten Anteil an der Emission dieses Treibhausgases, und wir müssen versuchen, diese Emission zu reduzieren. Können wir ja nicht einfach mit der Zementproduktion aufhören, die können wir nicht einfach einstellen. Wir werden immer mehr Menschen auf der Welt und die Menschen wollen auch irgendwo wohnen. Und deswegen müssen wir Häuser bauen, müssen Wohnungen bauen und dafür brauchen wir Zement. Wir können ja auch nicht alle aus Holz herstellen, dazu reichen auch nicht die Kapazitäten. Das heißt, wir müssen gute Lösungen finden, wie wir die Kohlenstoffemissionen, die Kohlendioxidemissionen vermeiden können. Und das haben wir in unserem Projekt EcoZement angegangen. Wir haben uns dort zum Ziel gesetzt, die CO2-Emissionen von Zement zu reduzieren. Und ein Ansatz ist die Verwendung eines Abfallproduktes, nämlich Hüttensand. Hüttensand fällt bei der Roheisenherstellung, also letztendlich Stahlherstellung, an. Und zwar ist das die Schlacke, die dort entsteht. Und diese Schlacke, die wird schnell abgekühlt und dann erstarrt die glasig. Ist also ein Glas. Und dieses Glas hat die Eigenschaft, dass es sehr gut mit Wasser reagiert. Und das ist dasselbe wie halt beim Zement. Auch dort haben wir im Zement den Zementklinker. Auch dieser reagiert halt mit Wasser und dann bildet sich daraus ein Bindemittel. Und man kann jetzt den Zementklinker teilweise substituieren, ersetzen durch den Hüttensand. Das Problem ist nur, der Zementklinker, der Zement, der Portland-Zement, so nennt man das eigentlich, der aus Zementklinker besteht, der bindet in circa 6 Stunden ab. Nicht vollständig, also es geht dann letztendlich über viele Tage, aber er erreicht nach 6 Stunden eine Festigkeit, die es erlaubt, dass man schon wieder weiterbauen darf, dass man da drauf laufen darf. Und wenn man Hüttensandschlacke einsetzt, dann dauert das Tage. Und das kann man sich vorstellen, wenn man ein Gebäude erstellen will und man gießt eine Betondecke und müsste jetzt Tage warten, bis man weiterbauen kann, das geht nicht, das ist einfach zu lange. Und in unserem Projekt EcoZement haben wir halt daran gearbeitet, wie können wir den Hüttensand, dieses Glas, aktivieren, dass es schneller abbindet, schneller mit Wasser reagiert. Und das war der Inhalt des Projektes und das ist uns auch gelungen. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, können wir damit den gesamten Zement verbessern? Können wir also überall den Zementklinker durch Hüttensand ersetzen? Nein, das geht nicht. Wenn man mal drüber nachdenkt, wir haben eine weltweite Zementproduktion von 4 Milliarden Tonnen. Und dem stehen halt eine Hüttensandproduktion, ich nenne es mal Produktion, auch wenn es ein Abfall ist, von 200 Millionen Tonnen weltweit gegenüber. Und jetzt kann man mal abschätzen, dass wir, selbst wenn wir den gesamten Hüttensand verwenden würden, kämen wir nur auf ca. 8 bis 10% der weltweiten Zementherstellung, die wir auf Hüttensandzement umstellen könnten. Aber es ist etwas, es ist ein Beitrag und wir müssen weitere Lösungen finden, um letztendlich die Zementproduktion so zu verändern, dass die Kohlendioxidemission reduziert wird, deutlich reduziert wird. Also wir vom Fraunhofer Institut für Silikatforschung hier in Würzburg haben zusammen mit Partnern an diesem Projekt gearbeitet und unser Part war einmal die Materialanalytik, das heißt die Aufklärung der Abbindeprozesse zu untersuchen. Und das Zweite ist natürlich, wir sind ein Institut mit einem sehr großen Know-how auf dem Gebiet des Glases. Also seit 1926 beschäftigen wir uns hier mit dem Thema Glas und Glasentwicklung. Und dieses Know-how ist natürlich auch maßgeblich in dieses Projekt mit eingeflossen und hat dann auch zum Erfolg dieses Projektes beigetragen. Und für uns ist es auch hier im Institut enorm wichtig, dass wir mit unserer Aktion Materials Meet Climate dazu beitragen, den Klimawandel zu bekämpfen.